Sagt dir das Unternehmen Griff was? Nein? No? Nein. Die Griff weiß aber ziemlich wahrscheinlich, wie du heißt, wann du geboren worden bist und wo du lebst. Die Griff ist eine sogenannte Kreditauskunftei, die probiert von fast allen Personen in Österreich die Daten zu bekommen und dann sogenannte Bonitätsscores über die Leute auszustellen. Diese Scores werden dann weitergegeben an Mobilfunkanbieter wie zum Beispiel Magenta, an Stromanbieter wie zum Beispiel den Verbund oder an Online-Händler wie zum Beispiel Zalando. Auch Banken verwenden den Griff-Score. Vermutlich nicht nur, um zu entscheiden, ob man einen Kredit bekommt, sondern auch, ob zum Beispiel ein Risikoaufschlag draufgelegt wird, der über die Jahre ziemlich teuer werden kann. Das bedeutet natürlich, wenn dieser Score falsch ist, kriegt man gewisse Produkte und Dienstleistungen gar nicht oder muss auch einfach mehr zahlen. Und für die meisten Leute in Österreich wird dieser Score nur daran berechnet, was mein Alter ist, mein Geschlecht und meine Wohnanschrift. Also 3 Daten, die eigentlich relativ wenig über die Bonität aussagen. In der Praxis gibt es auch viele Beispiele, warum dieser Score nicht besonders sinnvoll oder belastbar ist. Ich habe zum Beispiel 3 Jeans auf Zalando bestellt und je nachdem, ob die Jeans in den 14. Bezirk, in den 6. Bezirk oder nach Salzburg bestellt worden sind, war der Score bis zu 150 Punkte verschieden für die gleiche Person zur gleichen Zeit. Damit stellt sich natürlich die Frage, ist das alles legal nach den Datenschutzgesetzen? Die Datenschutzbehörde hat in Teilbereichen schon festgestellt, nein. Auch einige Gerichte haben immer wieder mal gesagt, nein, so geht das nicht. Aber das waren immer Einzelfallentscheidungen und nicht alle davon sind höchstgerichtlich bestätigt. Und die Griff hat dann immer hier und dort ein bisschen was geändert, aber im Kern machen die eigentlich seit 20 Jahren mehr oder weniger das Gleiche weiter. Wir wollen das nun über solche Einzelfälle hinaus ändern. Dafür gibt es erstens die Möglichkeit, eine Unterlassungsklage einzubringen. Damit darf die Griff zukünftig solche Daten dann nicht mehr verarbeiten. Das haben wir auch schon gemacht. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, ist eine sogenannte Sammelklage einzubringen. Das betrifft Schäden, die bisher schon passiert sind. Dafür kann jeder beitreten, also auch du und Bekannte zum Beispiel von dir. Und man kann da einen Schadenersatz verlangen. Wir gehen aktuell davon aus, dass der Schadenersatz in der Größenordnung von 500 € ist, die jeder bekommen kann, der in dieser Griff-Datenbank drinnen ist. Die Anmeldung zur Sammelklage dauert ca. 5 Minuten und ist risikofrei. Wir übernehmen als Verein erstmal alle Kosten und nur im Erfolgsfall, also falls wirklich Schadenersatz ausgezahlt wird, gibt es eine gesetzlich vorgesehene Teilnahmegebühr. Das erlaubt uns auch als spendenfinanzierter Verein, solche Klagen zukünftig zu betreiben. Wichtig ist, eine Sammelklage funktioniert nur, wenn möglichst viele mitmachen. Wenn du also andere Leute informieren kannst, dass sie auch mitmachen, wäre das extrem wichtig. Wir würden uns freuen, wenn du mitmachst, damit unbescholtene Leute in Österreich nicht weiter einfach gescored werden. Sei dabei und danke für deine Unterstützung.